Und der Gewinner für die Fall Office Faves in der Kategorie Make-up geht an den Ilia Tinted Lip Conditioner in Arabian Nights. Was ich besonders mag an den Tinted Lip Conditionern von Ilia ist, dass sie so schön pflegend sind, was jetzt natürlich im Herbst total gut ist. Dann braucht man nicht immer noch so super viel Lip Balm aufzutragen, sondern hat schon die Pflege in seinem Lippenstift. Und Arabian Nights ist auch natürlich eine tolle Herbstfarbe, so ein schönes beeriges Rot, was eigentlich zu fast allem passt und auch jedes Outfit oder jedes Make-up ja nochmal ein bisschen besonders macht. Deswegen ist das mein Lieblingsprodukt im Herbst. Oh mein Gott. Hallochen, hallo. Mein absolute Favorit im Bereich Make-up für Herbst ist eine All-Time Favorite eigentlich auch, aber ich finde diese Farbe ganz schön im Herbst. Das ist Hero Multistick und ich hoffe, ihr könnt was sehen. Ich würde es auch mal swatchen. Und ich finde die Farbe ist so rosa, aber auch orange, peach. Ich habe es auf den Wangen. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Und ich trage es auch super gern auf meine Augen. Und dann hat man einen super schnell Look mit ein bisschen Wimpertusche dazu. Und die Farbe, muss ich natürlich dann verraten, weil wir haben 4 Farben von dem Multistick, ist der After Hour. Und im Herbst, wenn man noch feiern geht und hat keine Kinder, kann man auch super schön After Hours machen, weil es draußen regnet. Und ja, also meine absolute Lieblingsfarbe in dem Herbst ist die Hero After Hour. I'm going to speak about my favorite probably product for this autumn, which is new Kera Bites mascara. Because even though it's volumizing mascara, it gives a very light and natural volume, which I really like because I don't like when it's too much. I like that it gives definition and just a nice touch up to my lashes. Quite a natural look, which I really like. Als meinen Herbstfavoriten habe ich die Warm Nude Palette von Ilia ausgewählt, einfach weil die Farben komplett mein Beuteschema sind. Wir haben hier so ein schönes Cranberry Rot, super bei grünen Augen. Und insgesamt ist es halt eine schöne, warme Farbpalette, die zu meinem Teint auch sehr gut passt. Meine Alltagstöne sind definitiv dieses Peachige hier und dieses Bronzy Schimmernde. Das Peachige mache ich einfach oder verblende ich einfach komplett über das ganze Lid. Einfach mit dem Finger. Natürlich kann man auch einen Pinsel nehmen, aber wenn man unterwegs ist und man eh schon diesen super tollen großen Spiegel hat, kann man das auch mal in der Bahn machen, wenn man ein paar Minuten länger schlafen will. Und den Bronzeton mache ich auch mit dem Finger einfach am Wimpernkranz rangehen, auch wenn es über die Mascara geht, und etwas auftupfen. Das öffnet den Blick, egal welche Augenfarbe, und gibt den Ganzen ein bisschen mehr Dimension und Tiefe. Das war's. Also ich benutze nicht viel Make-up, aber was ich jeden Tag verwende, ist die Hero Mineral Foundation. Und zwar mache ich mir dann immer eine kleine Menge in den Deckel und trage die mit dem Finger auf. Genau wie gesagt, ich trage nicht so viel Make-up, mag es gerne punktuell. Da finde ich, kann man das am besten einarbeiten mit dem Finger, nachdem man ein Öl aufgetragen hat. Ich decke damit einfach meine Rötungen ab. Und ich finde, also für mich persönlich ist es nicht schlimm, wenn man noch sieht, dass da drunter ein kleiner Pickel ist, nur dass die Rötung rausgenommen ist. Und ich finde, es funktioniert ganz gut, wenn man das so einarbeitet. Das Puder lässt sich super gut, wie gesagt, wenn man vorher ein Öl drauf macht, verteilen und einarbeiten, ohne dass man eben irgendwelche Rückstände oder puderigen Flecken im Gesicht sieht. Und das finde ich, also diese Art vom Abdecken finde ich für mich total ausreichend. Man sieht zwar noch ein bisschen, dass ich rot bin und dass da noch was ist, aber so fühle ich mich richtig wohl.